Mein Name ist Gregor Kappmeier, ich arbeite bei Rolls-Royce Deutschland und bin dort zuständig für Zersparenprozesse als Associate Fellow. Wir arbeiten viel im Bereich der Fertigungs-R&T mit Hochschulen zusammen, auch im Bereich der Digitalisierung. Und insofern ist das ein Thema, was mich direkt in Bezug auf das Expertentreffen bringt, wo ich die Möglichkeit habe, auszutauschen mit Experten anderer Branchen und insofern auch einen entsprechenden Beitrag zum AWK zu leisten. Bei meinem Expertenvortrag wird das Thema Datenerfassung in der Prozesskette der Zahnradfertigung behandelt. Hier geht es um Datenerfassung, den Umgang mit Daten, Beispiele für die Nutzbarmachung, das heißt, welcher Wert wird aus den Daten generiert. Und das in Bezug auf Fertigungsprozesse, um hier auch die Datenquellen sowie die entsprechenden Prozesse, wie mit den Daten umgegangen wird, beleuchten zu können. Die Schwierigkeiten oder die Fragestellungen, die sich mit der Datenerfassung bzw. mit einer datenorientierten Fertigung heute ergeben, die enden nicht an den Unternehmensgrenzen. Das heißt, hier spielen viele Aspekte eine Rolle, die sozusagen Schnittstellen betrachten. Insofern ist das Thema Prozesskette und die entsprechenden Daten, die daraus gezogen werden, natürlich im Gesamtzusammenhang zu sehen, auch in Bezug auf das Verhältnis von Lieferanten zu Kunden und Ähnlichem. Insofern passt es perfekt in das Gesamtthema. Ein digitaler Zwilling gibt uns zusätzliche Informationen über unser Bauteil, über die eigentlichen bekannten Qualitätsmerkmale hinaus, wie Geometrien, Oberfläche, möglicherweise Randzonenzustände und darüber einen Informationsgehalt, der uns vorher verschlossen wurde. Das in Bezug auf operative Performance, vielleicht sogar auf entsprechende Störgrößen, deren Identifikation ist eine zusätzliche Datenquelle, die heute vielfach noch nicht erschlossen ist. Insofern ist das etwas, was in der Prozesskette zum Erreichen einer höheren Qualität auch als Mehrwert eines Unternehmens erkannt werden kann und insofern es wert ist, gezielt beleuchtet zu werden. Fertigungsketten sind heute halt, ich sag mal, häufig seriell gestaltet, das heißt eine nach der anderen. Häufig erfolgt die Qualitätskontrolle dieser Prozesse anhand des Einzelprozesses, selten bereits mit Berücksichtigung der Qualität aus vorherigen Prozessen. Weitere Informationen wie Daten aus der Werkzeugmaschine beispielsweise finden heute schon Eingang in bestimmte Bauteile, in bestimmten Industrien, um hier die Qualität des Bauteils tatsächlich dokumentieren zu können und einen Mehrwert für die Qualität hinsichtlich einer zugelassenen größeren Lebensdauer oder ähnlichen Merkmalen zulassen zu können. Insofern ein Potenzial, was heute erst und in Zukunft erst richtig erschlossen werden kann. Ja, zum Beispiel Daten aus der Werkzeugherstellung oder aus der Werkzeugwiederaufbereitung. Wenn ich die entsprechend qualitativ bewerten kann, kann hier entsprechend über Traceability, also über Nachverfolgbarkeit auf einzelne Maschinen, auf einzelne Prozesse oder Lose Rückschlüsse ziehen, die mit meinem Bauteil, für die dieses Werkzeug genutzt wird, dann korrelieren. Dann erhalte ich natürlich die Möglichkeit einer technischen Kontrolle, die vorher nicht möglich war. Das ist ein Beispiel, wie entsprechender Mehrwert generiert werden kann aus einer Prozesskette auch über das eigene Unternehmen hinaus.